Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich persönlich fühle mich heute leider nicht ganz so pralle, weder körperlich noch mental. Deswegen werde ich jetzt meine Skincare-Routine machen. Denn für mich persönlich ist Skincare auch eine Form von Self-Care. Das ist etwas, wofür ich mir Zeit nehme, was ich genieße. Ich kann meine Haut noch so ein bisschen spüren und gedanklich wegdriften und zumindest ja ein wenig meine Energie aufladen. Und es sind ein paar Produkte dabei, die ihr bereits kennt, die ich auch gerne mag, aber es ist auch das ein oder andere neue Produkt am Start, zum Beispiel ein Vitamin C Serum, das für mich persönlich wahrscheinlich eins der besten Vitamin C Serien ever ist, denn ich habe etliche in diese Richtung getestet und es ist auch noch eine neue Sonnencreme am Start, die ich einfach gerne mal in der korrekten Auftragsmenge sehen möchte. Ich gehe zunächst einmal mit dem Isana Pure Toner über mein Gesicht. Den habe ich auf so ein wiederverwendbares Wattepad drauf gemacht. Das mag ich wahnsinnig gerne, weil ich frühs meine Haut nicht reinige. Das heißt, ich versuche damit so ein bisschen auf sanfte Art und Weise die Überreste meiner Abendroutine zu entfernen, weil ich einfach eine fettarme Haut habe und die sich früh sehr, sehr trocken anfühlt und gereizt und deswegen, ja, möchte ich die natürlich nicht noch zusätzlich strapazieren, indem ich sie frühs reinige. Übrigens ein Tipp für alle, die gerade mit ihrer Skincare-Reise starten. Falls ihr euch unsicher sein solltet, wie eure Haut beschaffen ist, dann ist es unter anderem extrem hilfreich, seine Haut frühs direkt nach dem Aufwachen zu beobachten, zu erfühlen, zu ertasten, zu schauen, wie fühlt sich meine Haut eigentlich direkt nach dem Aufwachen an. Also wirklich mal gar keine Pflege benutzen und frühs aufstehen, in den Spiegel schauen, mit den Fingern so ein bisschen über die Haut drüber gehen und ja, das Ganze erfühlen, ob die Haut schon ölig ist, ob sie vielleicht sich ganz normal anfühlt, gut durchfeuchtet und nicht übermäßig gereizt oder ob sie sich gereizt und trocken anfühlt, ob sie vielleicht sogar nach Pflege schreit oder ihr das Gefühl habt, eure Haut unbedingt eincremen zu müssen. Ich finde, das ist super hilfreich, um erstmal so ein Gefühl für die eigene Haut zu bekommen, bevor man sich 1000 Produkte kauft und dann einfach nicht weiß, was sie eigentlich für die Haut tun sollen und was man überhaupt für seine Haut erreichen möchte. Dann kommen wie immer ein paar Spritzer von meinem eigenen Gesichtswasser drauf. Denn meine Haut liebt dieses Gesichtswasser. Es hat genau die perfekte Konzentration an Niacinamid und auch an weiteren beruhigenden Bestandteilen. Und alle Produkte, die ich jetzt darüber auftrage, verteilen sich sogar noch ein bisschen besser, weil die Haut leicht angefeuchtet ist. Also sie ist nicht komplett nass, denn ich habe letztens einen TikTok gesehen oder war es irgendwas auf Instagram, wo sich eine Person, ich glaube es waren 10 Toner, hintereinander aufgetragen hat und dann darüber noch Adapalene. Und die Haut, die sah so gerötet aus. Also wurde auch alles mit den Händen aufgetragen. Das heißt, diese mechanische Beanspruchung hat dazu geführt, dass die Haut ja extrem gerötet aussah und natürlich auch super, super feucht war. Also sie war nicht feucht, sondern komplett durchnässt. Und wenn man da drüber Adapalene, also ein Retinoid aufträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher, dass es zu krassen Hautreizungen kommt. Versteht mich nicht falsch, ich mag das Toner-Layering, also dieses Schichten von verschiedenen Tonern, aber bei mir hört es vielleicht so nach 3 Tonern auf. Und die haben auch verschiedene Konsistenzen und ich achte auch extrem darauf, dass meine Haut nicht durchnässt ist. Also sie soll sich einfach nur prall durchfeuchtet und juicy anfühlen, aber auf gar keinen Fall durchnässt. Und wenn ich schon vom Toner-Layering spreche, dann muss ich diese Technik natürlich anwenden, denn ich liebe das Toner-Layering vor allem im Sommer, weil es meiner Haut den absoluten Feuchtigkeitskick gibt. Das schafft kein Serum, keine Creme, sondern einfach diese Kombi
aus verschiedenen Tonern, die im besten Fall vielleicht sogar unterschiedliche Konsistenzen haben. Ihr habt es ja gesehen, ich habe erstmal mein Gesicht mit dem Isana Pure Toner so ein bisschen gereinigt. Darüber habe ich mein eigenes Gesichtswasser aufgetragen, was so ein bisschen wässriger ist. Und zum Schluss werde ich diesen milchigen Toner von Bar verwenden. Der hat eine eher serumartige Konsistenz, die aber gut spreitet und überhaupt nicht klebrig ist. Also das ist wahrscheinlich einer der angenehmsten und leichtesten Milky Toner, die ich ausprobiert habe. Es gibt ja noch diesen 2-Phasen-Toner von Dr. Curacle, glaube ich, und den von Mary & May. Die beiden sind deutlich pflegender und auch so ein bisschen rückfettender im Vergleich zu diesem hier. Das heißt, falls ihr ölige Haut haben solltet und schon immer einen Milky Toner ausprobieren wolltet, dann schaut euch unbedingt den hier von Bar an. Den habe ich übrigens bei YesStyle als PR-Sample aussuchen dürfen. Falls ihr da bestellen solltet, nutzt sehr, sehr gerne meinen Code, weil ich dadurch eine kleine Provision erhalte und die Möglichkeit bekomme, noch mehr Produkte auszuprobieren. Und dieser Toner hat mir auf Anhieb richtig, richtig gut gefallen. Ich benutze den jetzt schon länger und finde den immer noch super angenehm. Bevor ich die neue Sonnencreme auftrage, möchte ich euch noch das sagenumwobene Vitamin C Serum zeigen bzw. vorstellen. Ich werde es heute nicht auftragen, weil das meiner Haut ansonsten alles ein bisschen too much wird. Aber ich glaube, dass das für mich persönlich wahrscheinlich eins der besten Vitamin C Serien ever ist. Hier ist tatsächlich Ascorbinsäure enthalten, 20% Ascorbinsäure, und ich habe viele Produkte mit Ascorbinsäure ausprobiert. Viele davon habe ich nicht vertragen, weil vor allem die wasserbasierten Formulierungen, die müssen vom pH-Wert oftmals sehr, sehr sauer eingestellt werden und damit kommt meine Haut nicht so gut klar. Es gab hin und wieder wasserbasierte Formulierungen, die meine Haut nicht so krass gereizt haben, aber die ich dennoch nicht in aller Regelmäßigkeit verwenden konnte und die dann nach circa 3 Monaten oder vielleicht sogar eher bei Lagerung im Kühlschrank komplett oxidiert sind, und das, obwohl da noch ordentlich Produkt enthalten war. Und wenn man bedenkt, wie teuer solche Vitamin C Serien zum Teil sind, ja, war das für mich immer so ein bisschen enttäuschend und frustrierend, diese Produkte wegschmeißen zu müssen, denn ich möchte kein komplett schwarzes Vitamin C Serum mehr verwenden. Dementsprechend war ich anfangs skeptisch, wobei man dazu sagen muss, dass das hier komplett wasserfrei ist. Das heißt, es geht mehr so in diese Richtung Suspension. Also wenn ihr die Ordinary Vitamin C Suspension kennt, so ähnlich ist das formuliert. Also es geht eher in diese Richtung, es sind keine identischen Formulierungen. Aber das hier ist so viel eleganter. Ich fand die Vitamin C Suspension von The Ordinary immer viel zu krisselig, viel zu sandig auf der Haut. Und das ist so smooth, so weich und angenehm im Auftrag. Wobei das Finish nicht wirklich zu meinen Favoriten zählt. Also es hat so ein bisschen diesen öligen Charakter, weil hier PDO enthalten ist. Aber die Verträglichkeit ist top. Das ist wirklich bisher eins der wenigen Ascorbinsäure-Produkte, die halt auch eine relativ große Menge an Ascorbinsäure enthalten, die ich richtig, richtig gut vertrage und wo ich bisher keinerlei negativen Effekt auf meine Haut feststellen konnte. Ich teste das aktuell seit 2 Wochen. Ich schreibe mir das auch immer hier unten mit auf die Verpackung drauf, wann ich das Produkt aufgemacht habe. Das mache ich vor allem bei Produkten, die potente Actives enthalten, damit ich das so ein bisschen im Überblick behalte. Und ich muss sagen, in diesen 2 Wochen ist mir absolut nichts Negatives aufgefallen, außer vielleicht, dass das Ganze vom Finish so ein bisschen ölig anmutet. Dafür ist die Verträglichkeit richtig, richtig top. Ich werde das noch weiter testen, um euch am Ende natürlich noch eine bessere und aussagekräftigere Review liefern zu können. Aber bisher bin ich wirklich, wirklich begeistert. Und ich war am Anfang auch etwas knausrig, was das Produkt angeht, weil ich so ein bisschen meine Ängste hatte, ob ich das denn vertragen würde, und deswegen wollte ich das auch nicht zum vollen Preis kaufen. Aber als das bei YesStyle im Angebot war,
musste ich sowas von zuschlagen. Und jetzt kommt die neue Sonnencreme zum Zug, und zwar ist das dieser Daily Moisturizer with Sunscreen von Jumiso. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich es genial finde, eine koreanische Sonnencreme auf diese Art und Weise zu vermarkten. Ich weiß zwar nicht genau, ob da überhaupt im koreanischen Raum Interesse an solchen Produkten besteht, also zumindest Produkte, die auf diese Art und Weise vermarktet werden, denn das wird ja wie eine Gesichtspflege mit integriertem UV-Schutz vermarktet, und soweit ich weiß, tragen im koreanischen Raum sowieso viele Leute in aller Regelmäßigkeit Sonnenschutz im Gesicht auf. Deshalb vermute ich mal, was jetzt natürlich reine Spekulation ist, dass dieses Produkt vorrangig für den westlichen Markt konzipiert wurde, und ich sage euch, wenn man das so in die Drogerie stellen würde oder in die Parfümerie, dann würden sich so einige Menschen dafür interessieren. Denn ich kann aus meiner Zeit in der Drogerie sagen, dass viele Kunden und Kundinnen sich nicht für Sonnenschutz interessieren. Also wenn man mit denen ins Gespräch kommt, die vielleicht eine Beratung möchten und man auf das Thema UV-Schutz zu sprechen kommt, dann verbinden die meisten Sonnenschutz aus der Sonnencreme-Abteilung mit Urlaub. Und das war's. Aber wenn es ums Thema Gesichtspflege geht, dann sind die Tagescremes mit Lichtschutzfaktor besonders interessant. Dann trage ich das jetzt einfach mal auf. Ich habe mir wie immer 1 Gramm abgewogen. Ich habe übrigens ein Video und einen Blogpost in der Planung zum Thema Pickel und Sonnencreme. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich Privatnachrichten dazu bekomme, wie oft ja, ich Kommentare dazu lese, dass Leute das Thema Sonnencreme komplett aufgeben, weil sie halt von ihrer Sonnencreme Pickel bekommen, und ich kenne das. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Ich habe mittlerweile zig Sonnencremes getestet und konnte in den 10 Jahren, die ich auf Social Media bin, so einiges an Erfahrungswerten sammeln, was dieses Thema betrifft, und ich dachte, ich teile meine Erfahrungswerte dazu. So schaut das Ganze in der korrekten Auftragsmenge aus. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass wir hier ein glowy Finish haben, und ich spüre auch deutlich einen Pflegefilm auf der Haut. Also es ist nicht so ein folienähnlicher Film, sondern die Haut fühlt sich gepflegt an. Deswegen würde ich sagen, dass dieses Produkt wahrscheinlich für Menschen mit öliger Haut eher ungeeignet ist, weil das Produkt doch in Richtung Purito Daily Go-To Sunscreen geht. Also es ist zwar deutlich weniger ölig und irgendwie pflegend reichhaltig auf der Haut, aber trotzdem merke ich diesen Pflegefilm und den Pflegeeffekt. Aber da wir jetzt langsam Richtung Sommer gehen, auch ein bisschen Richtung höhere Luftfeuchtigkeit, glaube ich nicht, dass das so eine Go-To-Sonnencreme für mich im Sommer sein wird. Jetzt geht es mir auf jeden Fall ein kleines bisschen besser, nachdem ich meine Skincare gemacht und auch mit euch gequatscht habe. Ich hoffe, dass dieses Video zumindest eine kleine Form der Ablenkung für euch war. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch aktuell geht, was für Ablenkungstaktiken ihr so hegt und pflegt, wenn ihr euch nicht so 100%ig fühlt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!